Ja, ich habe selten Videos gedreht über Fahrzeuge, die einen richtigen Sex-Appeal machen. Ein schwarzer Citroën. Es ist aber in Wirklichkeit ein Pössl Camstar. Es ist ein Mobil, was so in den 70er, 80er Jahren schon so, es gab mal so eine amerikanische Serie, die hieß wie, mit so einem Schwarz und einer Kette. Kann ich dir auch nicht sagen, Sven. Ich kenne mich im Fernsehen nicht aus. Aber es sieht cool aus. Also ich komme jetzt nicht auf die Serie. Alle werden jetzt sagen, oh, das ist die und die Serie. Das war so ein A-Team. So, A-Team kennst du doch. Ah, ja, das A-Team. Ja, genau. Das waren so 4 Verrückte, die alles Mögliche gemacht haben. Genau. Die hatten auch so einen Wagen gehabt, der komplett schwarz war. So, das Video wird ca. 20 Minuten dauern. Es ist der Pössl Camstar, gehört zum Detlefs-Konzern. Und hier ist mal wieder Jürgen Jung. Hallo Jürgen. Hallo Sven. Es ist Abend, jetzt gleich 6:30. Wir drehen Anfang Juli 2018 und es ist ein echter Hingucker, so viel kann man sagen. Er hat 2 Schiebetüren an der Seite. Er hat ein Aufstelldach, eine Küche komplett mit drin. Und das Erste, was auffällt, ist, das hier ist schon nicht die schlechteste Version, muss man sagen. Sondern er hat eine Automatik, 180 PS Diesel mit Euronorm 6 Temp. Genau. Und AdBlue-Technik. Genau. Also Wenn halt du mal kurz eigenen unten mal aufmachst. AdBlue-Tank. Ja. Dadurch halt auch die neueste Technik, was Dieselverbrennung angeht. Ja, das heißt, man kann die Luft direkt atmen, die aus dem, So sagen die Techniker. so sagen die Techniker, aber nicht ganz. Es ist auf jeden Fall eine tolle Abgasreinigung. Man kann mit gutem Gewissen das Fahrzeug fahren. Die Basis ist ein Citroën Space Tourer. Genau. So heißt er. Länge? Länge ist 4,98 Meter. 4,98 Meter, knapp unter 5 Meter. Warum diese 5 Meter so wichtig sind, das wird jeder erfahren, der jemals mit einer Fähre gefahren ist. Da ist nämlich die Preisliste beginnt nämlich unter 5 Metern. Unter 6 Meter. Unter 6 Meter. In Kroatien waren es unter 5, habe ich gesehen. Also alles das, was oben in den Norden geht, nach Schweden, ist halt so bis 6 Meter und ab 6 Meter bis 10 Meter wird es dann schon richtig teuer. Genau, der hat eine Anhängerkupplung auch mit drauf. Er hat eine Rückfahrkamera mit drin. Das sind alles so, sage ich jetzt mal, Seriendinge. Er hat natürlich hier ganz spannend eine 230 Volt Steckdose. Genau. Hier kann ich 230 Volt vom ganz normalen Stromnetz am Stellplatz einspeisen und habe im Fahrzeug halt ganz normale 230 Volt Steckdosen, in denen ich Föhn oder andere Sachen halt entsprechend anschließen kann. So ist der Kraftstofftank. Der hat, glaube ich, 80 Liter. Damit kommt man richtig weit. Genau, 80 Liter Kraftstofftank, Diesel. Und damit kann man schon eine richtig gute weite Strecke fahren und so. Ja, die Felgen sind dabei, 225, 55. Aluminiumfelgen, genau. Sie sind auch serienmäßig jetzt bei dem Fahrzeug mit dabei. In der Ausstattung, die hier gewählt worden ist, zu der Ausstattung muss man schon dazu sagen, das ist schon eine fast Komplettausstattung. Also der hat schon fast alles drin. Ein paar Kleinigkeiten, die noch fehlen, aber ansonsten ist er schon fast komplett. Das sehen wir auch gleich im Innenraum noch. Genau, man kann die Anhängerkupplung mit 2 Schrauben abnehmen. Das ist gedacht auch als Zugfahrzeug hier bei der Anwendung für einen großen Anhänger, denn die Anhängelast sind 2 Tonnen darf der ziehen. Genau, der darf 2 Tonnen ziehen, das ist schon sehr, sehr viel. Die meisten Fahrzeuge heute, die können halt 1500, 1700 Kilo ziehen und dann ist es vorbei. 2 Tonnen deswegen so wichtig, wenn man mal einen Doppelachser hat, kann man den hinten ranhängen. Die Stützlast sind 80 Kilogramm hinten drauf. Und wir gehen einmal kurz drum herum, dann werden wir Ihnen mal die Details zeigen von dem Fahrzeug. Wir haben ihn jetzt schon ein bisschen modifiziert für den Standbetrieb, damit es nicht ganz so lange dauert. Hier unten, also die Optik ist natürlich wunderschön. Das Fahrzeug gibt es ja auch von anderen Herstellern, gibt es auch von Peugeot. Ich habe es gesehen von Toyota auch. Glaube ich, wird das so ähnlich hergestellt und das ist so die Basis. Und das heißt also, man kann zum Service zu jedem Citroën-Händler fahren. Genau, Citroën-Händler, jeder Citroën-Händler ist dafür da und man kann überall hinfahren. Es wird heute alles per Intranet eingetragen. Also die Inspektionshefte, wie man die früher kannte, gibt es in der Form nicht mehr, sondern egal, wo ich mich in Europa befinde, findet jeder Citroën-Händler das Fahrzeug über die Fahrgestellnummer und kann dementsprechend Garantiearbeiten vornehmen. Genau, es ist ein Raumwunder. Hier oben sieht man schon mal das Aufstelldach, wie toll das integriert ist. Ich zeige es mal gerade von vorne. Man sieht es eigentlich, wenn man es nicht weiß, überhaupt nicht. Es ist komplett perfekt integriert, so viel kann ich sagen. Hier vorne ist nochmal der Blick, der böse Blick von vorne, sehr, sehr edel. Und ja, es hat LED-Tagfahrlicht mit drin, es hat ein DAB-Plus-Radio mit drin, alles, was das Herz begehrt. Es hat 2 Türen, 2 Schiebetüren, was ganz wichtig ist. Man kann also hier, wir fangen einfach mal von vorne an. Also ich denke mal, vor lauter Begeisterung. Also ich öffne die Tür und dann sehe ich schon direkt den Wohnraum. Genau, du öffnest von der Fahrtrichtung rechten Seite die Tür, dann bist du im Wohnraum drin, du hast eine Sitzbank,
die man auch, können wir gleich mal zeigen, umlegen kann zum Bett unten. Du hast einen Tisch, den du auch entsprechend ausklappen kannst. Der auch stabil ist, der wackelt stabil nicht. ist, der nicht wackelt, den man wegmachen kann oder eben während der Fahrt so dran lässt. Die vorderen Sitze kann man drehen. Ja, wir haben ja mal hier einen gedreht, das Wir darf man haben natürlich, einen gedreht, genau. darf man während der Fahrt natürlich nicht drauf sitzen. Genau. Und zwischen den beiden Sitzen gibt es die Kühlbox. Das ist eine Kompressor-Kühlbox, muss man dazu sagen. Also nicht eine, wo man beten kann, dass sie ein bisschen kalt ist, sondern die macht richtig, sogar Minus, bis genau, minus 20 Grad. Die macht richtig kalt und unter den beiden Sitzen befindet sich dann entsprechend die Stromversorgung. Hinten sieht man das Kabel liegen. Unter dem Fahrersitz ist die 12-Volt-Steckdose drunter. Und Genau, wir haben es nicht angeschlossen. Wenn du mal so lieb bist, einfach mal die Kühlbox rausnimmst. Man kann die nämlich rausnehmen. Das ist serienmäßig hier in dem Fahrzeug mit dabei. Machen das mal ganz kurz. Jetzt ist der Tisch ein bisschen im Weg, aber das war jetzt nur mal, um zu zeigen. Diese Kühlbox ist während der Fahrt fest arretiert, kann ich weggehen und dient als gigantische Kühlbox während der Fahrt, um zu kühlen. Genau. Das Besondere dabei ist, man kann sogar bis minus 18 Grad runterkühlen. Also es ist eine richtige Kompressor. Wenn du mal so lieb bist, die mal ganz rausnimmst, dann zeige ich nämlich mal gerade, wie das arretiert ist, wie genial das gelöst ist innen. So, die kann man nämlich einfach rausnehmen und kann die ganz woanders aufstellen, wo ich 12 Volt habe. Zum Beispiel im Wohnwagen. Das könnte ich machen. Oder ich könnte sie rausnehmen. Das ist eine richtige Kompressor-Kühlbox. Hier unten sieht man die Arretierungen. Da sind 2 Nuten mit drin, 4 Nuten. mit diesem Pin hier wird die im Prinzip dann gesperrt, dass sie sich nicht nach hinten verrutschen kann. Da ist sie halt fest arretiert. Genau. Ich zeige noch mal ganz kurz, wie hier die Haltung ist. Es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir es draußen lassen und dann fürs nächste zeigen. Dann kann man nämlich auch mal sehen, das ist die Halterung. Das Ganze ist extrem wertig, extrem edel auch verarbeitet. Wenn du mal so lieb bist, dich mal reinsetzt. Auf den. So, das kann man dann auch noch ein Stück nach vorne bewegen. Genau, das kann man bewegen nach vorne, nach hinten, das kann man auch noch drehen, nach rechts und nach links, so wie man es möchte. Also da ist alles machbar, so wie es einem am besten gefällt. Das Ganze geht auch mit dem Fahrersitz. Das Ganze geht auch mit dem Fahrersitz, den kann ich genauso drehen. Genau, dazu muss allerdings die Kühlbox ausgebaut werden. Was spannend auch noch ist, auf dem Beifahrersitz und auf dem Fahrersitz ist auch noch mal hier so eine Klappe. Da kann das Kind auch noch ein bisschen spielen, wenn jetzt der Tisch nicht arretiert ist. Die geht jetzt nicht ganz runter, aber nur mal zum Zeigen, die ist natürlich am Beifahrersitz auch mit Das ist dabei. ein kleiner Tisch, wo man auch was drauflegen kann, ein Buch oder was schreiben kann, was malen kann, je nachdem, was das Kind dann machen möchte. Wir sprechen hier über 3 bis 4 Personen, die mitfahren können. Ja, 4 Personen auf jeden Fall. Es gibt für 4 Personen, sprich sogar 5 Personen Sicherheitsgurte. Die hintere Sitzbank hat 3. Das heißt also, du kannst mit 5 Personen hier auf jeden Fall angeschnallt fahren. Genau, die hintere hat 3. Hat die 3? 3 in der Mitte der, Stimmt. einmal rechts, einmal links und die vorderen beiden. Genau, hat 3 Stück. Und da hinten steht nämlich ganz solo. Die haben wir nämlich fast vergessen. Ich zeige es dir mal gerade. Für das Video haben wir sie jetzt nicht montiert. Die kommt immer mit dazu, denn es gibt nämlich die Anwendung bei dem Pössl Camstar, dass man nur einen Sitz einbauen kann auf dem Schienensystem. Und dann kann man nämlich ganz bequem noch ein Fahrrad einfach mitnehmen. Das ist nämlich, man stellt es einfach in den Innenraum rein. Genau, Sven, dafür ist das gedacht. Man baut die große Sitzbank aus, die doppelte oder dreifache, und man baut diesen einfachen Sitz ein. So kannst du dann immer noch mit 3 Personen angeschnallt fahren. Und rechts oder links, je nachdem in welche Schiene du es reinsteckst, die einzelne Sitz, kannst du dann eben vorbei ein Fahrrad stellen oder irgendwie ein sperriger Gegenstand stellen. Das kann ja auch was anderes noch sein. Auch diese Sitzbank, diese Einzelsitzbank kann man gegen die Fahrradrichtung stellen. Also die sind beide immer variabel einsetzbar. Brauchen nicht in der Fahrtrichtung, sondern können auch gegen die Fahrtrichtung gestellt werden. Genau, und dann können sie allerdings nicht, man kann sich da nicht anschnallen. Das ist die einzige Haken. Das heißt also, in der Fahrtrichtung kann man sich anschnallen. Aber wenn ich jetzt im Campingbetrieb bin, 2 Wochen irgendwo. Dann kann ich es auch gegen die Fahrtrichtung, aber ohne Anschnallen. Genau, das heißt, hier habe ich eine kleine Küche mit drin. Ich komme mal kurz auf die andere Seite, mach mal auf. Und wenn Die Besonderheit bei dieser Küche ja. ist halt die, dass man den Küchenblock herausnehmen kann. Der ist mit 2 Rändelschrauben von der anderen Seite, von der Innenseite arretiert. Ja. Dann kann ich diesen Küchenblock rausnehmen, kann den Küchenblock außerhalb vom Fahrzeug aufstellen, kann diesen Tisch auch wieder dran machen. Achso, habe eine Außenküche. Und habe dann eine Außenküche, in dem ich auch ganz bequem mit 2 Sesseln, 2 Hockern, 2 Campingstühlen halt außen sitzen kann und kann halt entsprechend kochen. Genau, hier ist die Stromversorgung. Genau, die ist jetzt das ist die Stromversorgung, die jetzt gekappt ist im Moment, weil die entsprechend abgeschaltet ist. Die steckt man dann auf der Seite da rein, und wenn man die Küche rausholt, da gibt es noch ein extra Set, da kann man es auch verlängern. kann man Das das ist genau. Oder man kocht halt mit Gas. kocht mit Gas. Zeig mal das Gas bitte unten. Da ist so eine kleine Kartusche. Da kommt die Kartusche rein, die Gaskartusche. Wie viel Kilo hat die? Also bei der kann ich jetzt bis 5 Kilo reinmachen. Oh,
ich zeige mal gerade kurz rein, dass man es mal sieht. Also da ist jetzt eine Gasflasche drin. Das Ganze hat natürlich eine Gasdruckprüfung. Das Gerät, das Fahrzeug wurde in Deutschland komplett modifiziert von Detlefs. Und hier hat man einen Abwasser- und Wassertank. Genau. 10 Liter für eine kleine Tour auf jeden Fall ausreichen. Ja, genau, für eine kleine Tour vollkommen ausreichend. Und wenn man auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz steht, kann man die jederzeit hier nachfüllen. Genau, das stimmt. Also für was absolut begeisternd ist, ist die schicke Farbe und die Form. Alles ist sehr, sehr schön und wertig. Ich meine, wir sprechen über ein Fahrzeug mit knapp, haben wir gerade, ob ich hier runterkomme mit der Kamera. Bisschen vorsichtig, aber hier sieht man es. Das ist die Spüle. Das siehst du, da ist eine richtig manierliche Spüle drin mit einem Wasserhahn, wo man auch entsprechend mal ein paar Teile sauber machen kann. Und hier gibt es auch dann entsprechend den zweifachen Brenner oder Kocher, wo ich halt Flammen-Gasherd, wo ich halt entsprechend Töpfe draufstellen kann und kann halt Sachen kochen. Ja, das ist hier mit dabei. Die Küche, Outdoor-Küche kann ich komplett, relativ easy. Man sollte eigentlich mit 2 Personen, steht extra drin, sie wiegt 35 Kilogramm. Genau. Einfach rausheben. Rausheben und dann entsprechend daneben stellen, den Tisch arretieren wieder und dann kann ich mich rechts und links daneben setzen und kann halt frühstücken oder kochen oder beides machen. Ist sogar das Campster-Logo ist hier eingelasert. Das ist unten drin, sieht ziemlich toll aus. Das ist das Halteblech. Auch das kann man separat nochmal wegmachen. Wenn man jetzt während der Woche zum Beispiel sagt, die Küche will ich nicht, ich hätte aber gern von rechts und links Einsteigmöglichkeiten, weil ich halt 3 Kinder habe, die dann nicht nur von einer Seite einsteigen möchten, mache ich dieses Blech auch noch weg. Und dann habe ich hier eine ganz freie Einstiegsluke mit einer Tür, wie bei jedem normalen Minivan, Bus oder wie man auch immer sagen will. Also ich könnte den hinteren Sitz, den Dreiersitz ganz nach hinten machen, kann den Einzelsitz nach vorne machen, dann hätte ich da schon mal 3, 4, 5, 6 Sitzplätze. Genau. Du hast dann 6 Sitzplätze, wobei aber immer nur diese 5 letztendlich gegurtet sein können. Ja, du hast nur für 5 Personen Gurte, hast nicht für 6 Personen Gurte. Ah, okay, alles klar. So, dann können wir hier, glaube ich, mal zumachen, denn wir kommen ja auf die richtigen Highlights, kommen wir gleich noch kurz zu sprechen. Wir machen am besten mal hinten auf, dann sieht man, glaube ich, schon einiges. Also unglaublich, wie viel Raum dieses Auto bietet. Also erstmal, wenn ich hier aufmache, habe ich erstmal einen Schutz. Also hier bin ich komplett geschützt gegen Regen, denn anders wie Türen, die sich öffnen, habe ich hier komplett einen Schutz. Genau, habe auch eine hohe, du bist wie groß? 1,82 groß, also man sieht, ich habe immer noch ein bisschen Höhe, das sind immer noch 5 cm. Du bist gerade mit den Beinen, ich zeig's mal gerade. Also, also es ist sehr, sehr bequem, oder? Genau, also es ist ein guter Windschutz und ein guter Regenschutz. Man kann hier hinten nochmal was machen, ohne dass man direkt nass wird. Hier sieht man jetzt schon einen Teil der Liegefläche. Wenn man unten schlafen möchte, dann würde man die Sitzbank nach vorne schieben, würde die umlegen und das wäre der hintere Teil. Das ganze Teil kann man aber auch rausnehmen. Ja, Das ist hier hinten mittels den beiden Klammern hier arretiert, in den beiden Löchern, rechts und links in einer richtigen Metallschiene. Einmal hier und einmal hier. Warte, ich zeig das mal gerade, genau, dass man das sieht. Da sind die Löcher drin. Genau. Und das Coole ist, auch das kann man komplett dementieren. Hier sind nämlich einfach Rändelschrauben. Ist keine Rändelschraube, ist nur eine Gummihalterung, die nur nach oben weggeschoben wird. Nee, ich meinte die Gesamthaltung. Also Siehst die du da unten? Gesamthalterung, Da ja, sind auch nochmal 2 Rändelschrauben. Genau, die kann ich auch nochmal rausnehmen. Die kann man auch komplett demontieren und kann alles im Prinzip nochmal rausnehmen. Für den Winterbetrieb, wenn ich jetzt nicht brauche, habe ich den kompletten Platz zum Laden. Genau, zum Laden. Aber wenn du mal so lieb bist, mal zumachst und mal gerade die Bettauflage rausnimmst, dann sieht man es ein bisschen besser. So könnte man zum Beispiel auch damit rumfahren. Dann hat man nämlich den unteren Bereich komplett geschützt. Da kann man Taschen und so weiter reinmachen. Und oben hat man noch einen richtigen Ladebereich, wo ich das Fahrzeug ganz normal beladen kann. Was auch spannend ist, hier sieht man jetzt auch mal die Verarbeitung so ein bisschen. Mit den Türen und den ganzen Möbeln, da klappert nichts, da wackelt nichts. Nee, da ist alles fest. Man merkt auch, wenn ich hier drauf klopfe, das ist alles dumpf vom Hall her. Das ist alles sehr fest. Mit super Schlössern, da kann man halt Sachen reintun, verstauen. Genau, hier ist auch die Sicherungsanlage 230 Volt. Genau, da ist die Sicherungsanlage von 230 Volt. Die Schränke sind also alle sehr gut. Hier ist ein etwas größerer Schrank. Kommst du mal in die Ecke rum? Ja. Ich zeig mal gerade, also das ist jetzt oben mit etwas mehr Platz. Das heißt, auch hier kann ich jetzt relativ viel, aber da sind noch viel, viel mehr Schränke mit dabei. Oben drüber ist noch ein Schrank. Das zeige ich mal gerade von der anderen Seite. Ist auch noch da. Warte, ich gehe mal kurz hier rum, dann zeige ich das mal. Hier oben ist nämlich, wenn du gerade da bist, das ist der Heckschrank. Das ist der Heckschrank, den kann ich von hier oben öffnen. Und kann ihn hier aufmachen. So. Kann er auch nochmal Sachen verstauen. Spiele und so weiter. Also es geht ja um Stauraum. Da hat man Platz satt, aber es geht noch weiter. Ja, und auf der unteren Seite hier. Warte, ich komme. Mir kurz zeigst, was du zeigen möchtest. Da.
Hier auf der unteren Seite gibt es dann auch nochmal zusätzlich Stauräume, wo man halt Sachen einbauen, reinlegen kann. Und da ist die in Batterie, dem mittelsten Teil ist die Aufbaubatterie integriert für das Fahrzeug, also hinten die Stromversorgung. Und Da ist eine große Batterie mit drin, die wird geladen über den Motor und oder über die, über die 230 Volt Steckdose, die wir eben gezeigt haben. genau, wird automatisch aufgeladen. Ich habe aber dann auch eine Technik mit dabei. Das heißt, ich sehe natürlich an einem Art Computersystem, an dem Panel vorne, wie sind denn die Zustände. Das kann ich alles sehen, wie beim großen Wohnmobil. Das ist hier eingebaut. Es gibt hinten in der Ecke dieses Puzzle-Panel, was man da sieht. Und Da sehe ich die Stände. genau, da sieht man die Wasserstände, da sieht man auch die Stromstände des Fahrzeugs, der Batterien. Man kann rechts mit dem kleineren Panel die Webasto-Heizung, Die Standheizung? die Standheizung in Betrieb nehmen. Genau. Das ist eine Dieselheizung. Ist eine Dieselheizung, die über Diesel funktioniert. Und links die beiden kann man die Raumtemperatur halt einstellen und mit Lüfter und warm und kalt. Was spannend ist, das Fahrzeug hat 2 Klimaanlagen eingebaut. Es ist eine Doppelklimaanlage, also das müht sich nicht im Sommer, sondern es geht relativ schnell. Was hat das für einen Vorteil mit 2? Die Verteilung der Kälte oder der Kühlung ist halt deutlich besser, weil sonst ja natürlich nur der kalte Luftstrom von vorne nach hinten gehen muss. Und so ist es halt so, dass man auch von hinten kalte Luft einbläst und dadurch halt die Kälte sich besser verteilt im Fahrzeug. So, jetzt kommt gleich eine Ambientebeleuchtung ins Spiel. Ich habe, was wir noch gar nicht gezeigt haben, wie können wir das denn zeigen? Hier sind diese ganz tollen, warte mal, ich gehe mal kurz hier rein. Dann müsstest du mal auch mal rein, obwohl es sehr warm ist, und mal zeigen, wie die Verriegelung ist, die Verdunklung an der Tür. Das haben wir nämlich noch nicht gezeigt. Ich habe es selber noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Mach mal zu. Trick 17 wahrscheinlich einfach ziehen. Da. So, das ist eh schon eine entsprechende Verglasung, eine Privacy-Verglasung ist drin, aber ich habe dann noch die Fliegenschutzgitter mit drin. Jetzt wird schon schwer, also Privacy plus Fliegenschutz. Ja, also UV-Strahlen kommen da schon keine mehr rein. Ja? Und man hat halt gleichzeitig auch einen etwas kühleren Innenraum, dadurch, weil halt die Sonnenstrahlen letztendlich nicht mehr reinkommen. So, jetzt sitzen wir hier drin, alle Türen sind zu, es ist sehr leise, man hört gar nichts mehr von draußen. Nee, man kriegt nichts mehr mit. Du siehst auch hier Lautsprechersystem, Multimedia-System ist hier komplett innen drin verbaut. Überall gibt es Lautsprecher, sodass man überall entsprechend auch... Hier gibt es LED-Beleuchtungen, die man anschalten kann an der Genau, Decke. wenn der 12 Volt an wäre, werden sie auch an. Wir können aber gleich mal starten, dann müsste eigentlich auch gehen. Beziehungsweise die Aufbaubatterie anmachen. Da unten ist, glaube ich, guck mal bei Pössl. Vielleicht kriegen wir es an. Ja. Muss sagen, wir haben das Fahrzeug noch nicht in Betrieb genommen. Es kam so, wie es kam. Nee, ist leer. Ist leer. Ja. Also es ist nagelneu. Es haben nämlich heute Fahrzeugübergabe, bevor es nämlich rausgeht, haben wir es noch einmal gezeigt. Und ja, hier unten sieht man auch mal, wenn du da mal aufmachst, das Schränkchen, das konnte man bisher auch nicht öffnen, das rechte, dass wir da mal reingucken können. Da ist nämlich, glaube ich, auch, da sieht man sehr schön, wie man das entriegeln kann. Innenseite Genau. von den beiden Tanks, also Abwassertank und Brauchwassertank. Und darunter würde jetzt die Rändelmutter sitzen, wo in dem Schienensystem hier, die man auch hier sieht, wo die Sitzbänke eingebracht sind, genau parallel ist da die Halterung von diesem Schränkchen. Also die ist in diesem Schienensystem, ist, glaube ich, ein Adapter drin. Genau, ist ein Adapter drin, wo über eine Rändelmutter eben arretiert wird. Und wenn man die losdreht, kann man den Schrank eben mit 2 Personen, wie du eben gesagt hast, rausnehmen. Hier sind dann nochmal die Ersatzteile, Druckminderer, Schläuche, alles in der Schublade, wo man dann Geschirr auch reintun kann, Besteck reintun kann. Also ist schon eine sehr hochwertige Geschichte. Man sieht auch, die Ecken sind alle schön abgerundet, sodass man da keinerlei, wie man das oft sieht, so Kleberreste hat. Das sieht man hier, das ist alles abgerundet und sehr hochwertig, auch von Pössl gemacht. Hier vorne ist noch ein Staufach, hier kann ich was reinlegen. Da kann man auch optional dann auch eine Kühlbox reinmachen. Genau. Also wir haben uns jetzt für die Kühlbox in der Mitte entschieden. Und in der Ausführung, also es ist schon richtig toll. So, jetzt kommt aber das Highlight dafür, drehen wir gleich den Teil 2. Denn das Ganze hat natürlich noch ein Aufstelldach, man kann mit 4 Leuten sitzen. Und wie wir das Fahrzeug jetzt umbauen zum Nachtbetrieb, das zeigen wir Ihnen gleich in Teil 2 vom Pössl Camstar bei wohnmobile-saarland.de, einem Allround-Genie, einem kleinen Talent für die kleine Reise unterwegs. Bis gleich. 3. Juli 2018, der Pössl Camstar, hier steht er. So, und hier ist Jürgen Jung von wohnmobile-saarland.de. Wir demontieren erstmal dazu den Tisch. Da ist ein kleiner
Tisch. Hier kann man einfach die Arretierung, die kann man hochdrücken. Jetzt ist der Tisch demontiert. Das hier kann man einklappen, wie bei den Profis, hast du eben gesagt. Genau, das ist wie bei den großen Wohnmobilen. Wir haben es eigentlich noch nie gemacht. Man muss es ein, zwei Mal Man muss probieren. es mal gemacht haben. Wir sind ja gerade jetzt auch am Empfinden hier. Also nach unten schieben und dann kann man das beiklappen und dann legt man die Tischplatte in den Kofferraum oder lässt sie zu Hause, je nachdem, was man eben vorhat. Wie gesagt, und den Schrank hier stellt man draußen hin, auch wenn man es möchte. Man hat eine Outdoor-Küche und kann auch genau wieder an diese Schiene den Tisch anbringen. Stellt rechts und links 2 Hocker, 2 Sessel und man hat einen wunderschönen Tisch. Draußen. Das heißt, ich habe im Freien, unter und den ich habe Bäumen, genau. wo man es möchte. Genau. Super. Denn so, jetzt haben wir schon 2 Sachen ausgebaut. Also hier ist die Kühlbox, die ist dabei, eine Kompressor-Kühlbox, die macht bis minus 18 Grad Dampf. Also wenn ich dort zum Beispiel Wurst oder Käse oder Butter oder sowas reinlegen möchte. Ich kann aber auch ein Eis gefrieren, das ist komplett mit dabei. Die wird nämlich hier in der Mitte wird die arretiert und dient dann auch während der Fahrt optimal natürlich zum Kühlen und so weiter. Das Fahrzeug verfügt über eine Automatik. Hier in dem Fall hat noch einige Sicherheitsextras mit dabei. Und jetzt geht es in den Schlafbetrieb. Das Ganze ist ganz einfach. Die Bank, dazu muss man das mal zeigen. Ich zeige das mal von hinten. Beginnt praktisch hier. Der Jürgen schiebt die einfach mal ganz durch. Dazu wird vorne nur ein Hebel gedrückt. Ich zeige mal ganz kurz den Hebel. Das ist relativ einfach. Hier vorne ist der Hebel. Zeig mal kurz. Das ist der Hebel zum Arretieren. Den hebt man hoch, schiebt die Bank nach vorne. Dann habe ich hier den Hebel, um hier zu arretieren. Vorher muss ich aber, wenn ich schlafen möchte, die beiden Kopfstützen rausmachen. Einmal hier und einmal hier. Und jetzt hebe ich den Hebel hoch, mache das nach unten. Und dann hebt sich automatisch Die die. Mittelteil hebt sich automatisch hoch. Und dann drücke ich das hier hinten runter. So, und jetzt kann ich wieder zurückfahren. Und jetzt habe ich die Ranfahren. durchgängige Schlaffläche von vorne bis hinten und kann da drauf schlafen. Also es gibt noch die Möglichkeit, was auch andere Hersteller empfehlen, dass man eine kleine Auflage einfach mit dazu nimmt. Dann kann man die Unebenheiten noch ein bisschen abdecken. Aber man könnte jetzt so auch problemlos schlafen. Es gibt ja so viskoelastische Auflagen, so Genau, gibt's. 5, 6 Zentimeter. Die kann man drüber machen, dann hat man diese Rundungen hier nicht so schlimm, aber Aber man kann mit den Füßen nach da schlafen. genau, man legt mit dem Kopf nach oben und wird mit den Füßen nach unten schlafen, merkt man sowieso nicht. Gut, wenn du mal so nett bis hinten mal zumachst, dann sieht man mal, wie heimlich es wird. Denn ich kann hinten natürlich offen bleiben, kann da hinten mein Buch lesen. Wenn ich aber zumache, habe ich einen richtig schönen, cozy, wie die Amerikaner sagen, richtig schönen Raum. Genau, jetzt stellt man sich vor, man liegt mit dem Kopf oben und liegt mit den Füßen hier unten und dementsprechend hat man dann einen wunderschönen, kuscheligen Raum, in dem man mit 2 Personen auch problemlos schlafen kann. Fürs Oh, Wochenende oder wenn man sich lieb hat. wenn man sich lieb hat, genau. Das setzen wir ja voraus. So, jetzt geht es aber noch weiter. Jetzt kommt eigentlich das absolute Highlight. Du kannst ruhig mal lassen. Ich denke, Komm so nicht oben dran. kommst du hier oben dran. Das ist gut. Er baut nämlich um. Wenn man jetzt Strümpfe hätte, ja, aber da das ein nagelneues Fahrzeug ist, machen wir das natürlich nicht. Jetzt wird zurückgeschoben. Ist sie schwer zu bewegen? Es geht relativ leicht, aber dadurch, weil ich den Arm zweimal gebrochen hatte, wie du ja weißt, vor kurzem, habe ich noch nicht die notwendige Kraft im rechten Arm. Power fehlt. Aber es geht wirklich leicht, oder? Ja, es geht sehr leicht. Also kann jede Frau, das ist jetzt kein... Jetzt wird diskriminieren. Nein, es ist Also auch praktisch jede Frau und jeder, der jeder- sich gerade den Arm gebrochen hat. Genau, und jeder, man sieht es bei mir, wenn man sich den Arm gebrochen hat, es geht sehr, sehr leicht. Beim Sport. Aber hier vorne ist jetzt nämlich das Aufstelldach. Genau, das ist das Aufstelldach, das ist jetzt im Moment verkleidet und wenn ich jetzt diese Verkleidung öffne, dann habe ich im Prinzip hier einmal das Dach. Es gibt hier oben eine Arretierung, die dreht Ich zeige. Muss alles mal. rein. Das wollen die Leute sehen. Genau, hier ist diese Arretierung, die ich drehe. Dann löst das einen Haken, diesen Haken, einmal hier. Und das gleiche einmal lösen, Auf der anderen Seite. auf der anderen Seite, auch da lösen. Ich glaube, das war es schon fast. Das Ne? war's. So, und jetzt kann man hier, Warte, Augenblick. Jetzt kommt die Premiere. Ja, bitte hoch. Scharf. und schon habe ich den zweiten Schlafplatz oben geöffnet, wo wiederum 2 Personen schlafen können. Genau, da kann es nämlich auch richtig prasseln. Denn ich kann nämlich das Fliegengitter, was nach vorne ist, das kann ich auch verschließen. Das ist jetzt mal aufgemacht, das ist auch ganz praktisch. Hier kann ich nämlich einfach luftig dann am Strand zum Beispiel stehen, kann rausgucken, habe hier riesen Panoramascheiben. Wir gehen auch gleich mal hoch, dann zeigen wir das mal.
Und habe hier natürlich den schönsten Schlafplatz von allen, muss man sagen. Oben ist doch immer cool, oder? Oben ist es am coolsten, vor allen Dingen bei den Temperaturen ist es natürlich im Moment auch sehr gut, oben zu schlafen. Du siehst, du hast große Scheiben, auch die Scheiben kannst du von innen verdunkeln. Du bist regensicher, also kein Problem für längere Zeit auch da drin. Ja, top. Das Fahrzeug ist auch so, wenn hier geschlossen ist, ist es also hier mit einer Nut versehen. Das heißt, auch wenn das Wasser jetzt innen reinkäme, das kann nicht ins Fahrzeug rein. Nicht ins Fahrzeug, weil einfach hier ein höherer Punkt ist, eine höhere Kante ist. Selbst wenn es jetzt hier orkanartige Regen gäbe und drauf kommt, kann nie Wasser ins Fahrzeug reingelangen. Genau. Detlefs, guter Hersteller? Ja, ist ein renommierter deutscher Hersteller und es gibt ja da mehrere Baugruppen, die gebaut werden, von teilintegrierten über vollintegrierten und dann halt die kleinen Pössl. So, hier haben wir ja eine Standheizung mit drin, das heißt, hier muss ich im Winter auch nicht frieren. So sieht der Schlafplatz aus. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Ich gehe mal gerade ein bisschen höher. So, das wäre dann die Kuschelecke. Das Besondere ist, ich habe hier eine richtige Matratze unten drunter. Das heißt, also so eine Tellermatratze ist drunter. Die ist sehr, sehr dünn, aber sie ist extrem gemütlich, weil man hier Wert gelegt hat natürlich auch auf Qualität. Und der Aufbau ist so, dass man also eine Decke und so, die kann man da liegen lassen, aber nicht viel mehr, muss man sagen, weil dann ist es so. Genau, eine dünne Decke, eine dünne Zudecke, ein Plümo oder wie man auch immer dazu sagt und 2 dünne Kopfkissen kann man oben liegen lassen. Das geht problemlos, das drückt sich ja zusammen und dann kann man das Dach trotzdem schließen. So, jetzt zeige ich noch mal so ein paar Kleinigkeiten, die wirklich spannend sind hier bei dem Auto. Das Auto hat serienmäßig eine eine 230 Volt Steckdose. Die ist hier unten drunter eingebaut. Die funktioniert während der Fahrt und hier muss ich also nicht auf den Campingplatz warten, sondern hier habe ich tatsächlich 230 Volt direkt im Auto. Da kann ich zum Beispiel ein Notebook anschließen mit einem 230 Volt Netzteil bis zu, ich glaube, 120 Watt. Genau, bis 120 Watt geht da problemlos während der Fahrt. Also das ist ja kleinere Stromsachen, die halt mit 230 Volt betrieben werden. Ist halt Ein Notebook, also kann ich hinten draufstellen, kann einfach mit dem Sohn oder ich kann Filme gucken. ja, man kann auch einen Föhn einstecken in kleineren, also alles das, was im Bereich von 100, 200 Watt liegt. Prima. Das Ganze ist sehr wertig gemacht. Hier vorne sieht man also auch die Scharniere. Das Ganze ist ja nicht gedacht jetzt für eine normale Kfz-Leasing-Lebensdauer von 3, 4 Jahren, sondern den kann man schon so 10 Jahre einsetzen. Oder die Volkswagen so vergleichbar? Also wenn man sieht, die Volkswagen, die jetzt vergleichbar sind, die laufen alle im Bereich bis zu 20, 30 Jahren und die sind immer noch im Moment im Einsatz. Und das Wichtigste bei der Sache, wenn es so ist wie die letzten 20 Jahre, haben die Teile alle eine Wertsteigerung, weil die Fahrzeuge werden heute immer noch zum gleichen Preis verkauft, beziehungsweise teilweise sogar teurer verkauft, wie man sie damals gekauft hat, weil die so begehrt sind und deshalb ist das immer eine gute Geldanlage auch. Mach mal bitte den Motor an. Ich glaube, der Schlüssel steckt. Dann haben wir nämlich... Das habe ich vergessen zu sagen, Motor hat das Fahrzeug keinen. Motor hat keinen. Da haben wir doch gerade gesagt. Was war es? Euro 6 Temp mit AdBlue, genau. So, dann kann man vielleicht nämlich sogar die Ambientebeleuchtung sehen. Jetzt wird es nämlich ein bisschen dunkler, es wird langsam 7 Uhr. So, das hier machen wir mal nach oben. Genau, stürzt nicht so ganz. Ist das ein geiles Auto? Jürgen, ist es gut? Sehr gut, ja. Also für die Größe, oder? Leider nicht meins. Leider nicht meins. So, ist sehr leise, also der Motor läuft. Und jetzt müssen wir das Licht mal anmachen und gucken, ob das geht. Das kriege ich aber noch raus, wie das funktioniert. Also hinten ist jetzt auf jeden Fall die Klimaanlage ist jetzt schon mal am Laufen. Und müssen mal das Handbuch lesen, wie es funktioniert. Aber wir hatten die Beleuchtung das letzte Mal an. Sehr schick. Also da sind nämlich überall LED-Leuchtleisten mit drin. Ne, sie gehen wahrscheinlich über die Aufbaubatterie an. Die Aufbaubatterie Ja. ist leider leer, weil das Die ist Fahrzeug leer. jetzt ja, wie gesagt, gestanden hat. Wenn es leer ist, ist es leer, aber da werden wir wohl... Ne, ist leer. Gucken. Das zeigen wir euch beim nächsten Mal. Das ist so der... Außerdem haben wir das Handbuch noch nicht gelesen. Wahrscheinlich sind da 5000 Sachen mit drin, die man noch zeigen muss. Und ja, dann sei so lieb, komm mal raus. Jürgen, dann machen wir die Abmoderation. Denn es ist mal wieder der schnöde Mammon, der uns getrieben hat, dieses Fahrzeug hier zu zeigen. Natürlich ist das Thema Camping etwas, wo man sich gut überlegen muss, welche Fahrzeugklasse man nimmt. Also ob man jetzt so ein tolles Auto nimmt mit so einem Aufbaudach, was alltagstauglich ist, pur. Hier habe ich einen normalen PKW.
Ist ein normaler Pkw, den setze ich jeden Tag ganz normal zur Arbeit ein, zum Kaufen, zum Kinder in die Schule bringen und kann halt am Wochenende damit campen oder halt ganz, ganz interessant, wie für mich als Sportler, man kann die Fahrräder innen reinstellen, man fährt damit am Wochenende in den Schwarzwald, macht ein kleines Trainingslager für 1, 2 Tage, hat keinerlei Hotelkosten, Pensionskosten, ist für sich, kann im Prinzip auf jedem Parkplatz stehen und hat halt sehr geringe Kosten und lebt halt wie zu Hause. Man kann sich das so einrichten, so wie es zu Hause ist. Ja, ist auch die Frage mit den Kosten. Also wenn ich 2, 3 Kinder habe, geht es auch darum, dass ich den Urlaub dann machen kann, wann ich will. Ich kann starten, wann ich will, muss kein Hotel buchen, kann sagen, heute machen wir mal was, kann mir das Wetter angucken. Ja, genau. Also so, wie es bei jedem passt. Die familiären Verhältnisse sind ja unterschiedlich. Ich bin jetzt von mir alleine ausgegangen mit meiner Lebensgefährtin, aber das ist halt, wie gesagt, jedem ja selbst überlassen. Aber dafür sind die Fahrzeuge geeignet und ob ich jetzt einen VW Golf fahre, als Fahrzeug, als zweites vielleicht sogar, oder so ein Citroën Camstar, mit dem ich dann viel, viel mehr machen kann, dann bleibt zu überlegen, ob ich nicht dann mir lieber einen Citroën Camstar nehme, wo ich dann alle anderen Möglichkeiten auch gleich inbegriffen habe. Genau, jetzt zeigt man auch mal andere Fahrzeugklassen. Das ist jetzt so ein kleineres Wohnmobil. Da sieht man auch schon mal die Größe. Genau, das ist ein Knaus Venti, der hat dann 6 Meter Länge, also ganz genau 5,98 Meter. Ja, schon ein bisschen höher und größer, ne? Genau, das ist ein teilintegrierter, der dann halt eingesetzt wird, gerade auch viel nach Schweden zu fahren, weil er halt dann die 6 Meter Länge hat. Wir haben dann zum Beispiel den Pilot da, der hat dann eine Länge von 7,20 Meter. Das wird dann schon alles ein bisschen unhandlicher. Wird alles unhandlicher. Oder den Bela Mauritius, ein Familienfahrzeug für bis zu 7 Personen mit Stockbetten, ist dann mit 6,95 Meter. Ja. Da geht noch mehr. Gibt noch Doppelachse, aber da habe ich genau 4,98 Meter. Habe, wenn ich es zumache, nämlich noch was ganz Besonderes, haben wir noch gar nicht erwähnt. Die Höhe ist, ich glaube, 1,98, 1,99. 1,98, genau. 1,98 heißt? Man kommt in jede Tiefgarage rein, man kann in jedes Parkhaus reinfahren ohne Probleme. Es ist zu handeln wie jeder Pkw. 1,98, ein französisches Modell. Da sind nämlich die Tiefgaragen und Parkhäuser, die sind nämlich nicht so hoch. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich wohne nämlich in Frankreich. Da ist er. Der Pössl Camstar in einer schicken Ausführung in schwarz mit allem drum und dran. Preis knapp über 50.000 Euro. In dieser Luxusausführung muss man sagen, mit größter Maschine, 180 PS. Automatikgetriebe, mit dem Multimedia-Paket drin, mit der Rückfahrkamera, mit den Parksensoren, mit dem dritten Sitz drin, Metallic-Lackierung. Ja, und. Fällt mir jetzt schwer, da alles aufzuzählen, weil die Liste ist relativ lang. Die Fahrzeuge gehen los bei 40.000, je nachdem, welche Motorisierung man möchte, welches Getriebe man möchte. Genau, das wollte man erwähnen. Rund 40.000 gibt es ein Einstiegsmodell. Genau, dann habe ich Schalter. Als Schalter, hier siehst du, hier sind verdunkelte Fenster, hinten schon direkt automatisch mit drin. Ja, also ab 40.000 ist halt die Einstiegspreisklasse für die Fahrzeuge. Super, du selbst bist auch Meister, du bist Elektromeister. Ja. Ist das gut gemacht, das Fahrzeug innen? Das Fahrzeug ist sehr, sehr gut gemacht. Also ich bin da ganz begeistert davon, weil die Verarbeitung ist sehr, sehr gut. Alles sehr handlich und sehr praktisch auch angeordnet. Du hast jetzt gesehen, wir haben uns jetzt einfach hingestellt und haben gesagt, jetzt wollen wir da einen Film drehen und haben in kürzester Zeit rausgefunden. Ja, wir haben vorher überhaupt nicht gewusst, worum es ging. Ja, wir haben uns mal ins Handbuch eingelesen und dann wussten wir erstmal gar nicht, wie geht das Dach auf, aber es ging. Ja, sicherlich. Jedes Fahrzeug ist anders. Und wenn man so ein neues Fahrzeug auf dem Hof hat, muss man sich erstmal selbst reinschauen. Aber du hast gesehen, das war relativ einfach und so geht es auch jedem Person oder Privatmann. Wenn es dreimal gemacht hat, ist das, lacht man drüber. Lacht man drüber, dann weiß man genau, was es ist. Nichts anderes wie ein VW Golf oder eine Opel Corsa oder egal. Ja, jetzt will ich so ein Fahrzeug haben. Sind sehr gefragt. Du hast ein paar Stück vorgeordert? Genau, also ich habe ein paar vorgeordert. Dieses ist leider schon verkauft. Aber es gibt noch ein paar, auch in verschiedenen Farben. Und wer eins haben möchte, soll bitte bei uns nachfragen oder bei mir nachfragen oder schauen auf unserer Internetseite wohnmobile-saarland.de. Ja, das Besondere hier ist auch der Service. Du hast eine eigene Werkstatt. Ihr habt ein ganz tolles Team. Also ich habe ja noch einen Wohnwagen, da hast du mir ein Fliegengitter eingebaut. Du kannst also alles nachrüsten, was irgendwie geht. Man kann auch hier bei dem Fahrzeug wunderbar noch einen kleinen Wohnwagen noch dranhängen. Oder man könnte hier zum Beispiel hinten einen Fahrradträger auf die Klappe hinten drauf machen, einen Fahrradträger. Es gibt bei jedem Fahrzeug immer noch Erweiterungsmöglichkeiten, wie bei den Wohnwagen oder Wohnmobilen und alles das, was mit dem Aufbau und was mit Wohnmobilen zu tun hat. Das machen wir, ob das eine Markise ist, ob das eine Solaranlage ist, ob das eine Sattanlage ist, ob das Fliegengitter sind, ob das Umbauten im Innenbereich sind, Toilettenbereiche, die man erneuern kann.
oder. Alles, genau. Alles. So, einen goldenen Sitz einbauen. So machen wir. So, wohnmobile-saarland.de, schreiben sich das auf. WVS in Saarlouis, ihr seid auch ADAC Wohnmobil Vermietung, macht das Ganze schon ein paar Jahre und ja, vielen Dank fürs Einschalten.